Du hast deine Trainerausbildung abgeschlossen und möchtest jetzt Tennistrainer werden. Und da fragst du dich, welche Materialien brauche ich denn überhaupt zum Start in das Tennistraining? Welche Materialien machen Sinn und welche Materialien kann ich dir empfehlen? Vielleicht seid ihr aber auch ein Tennisverein, habt einen neuen Trainer und möchtet für diesen jetzt Trainingsmaterialien anschaffen. Oder ihr seid die Schule, die Tennissport mit in den Sportunterricht aufnehmen möchte. Dann bleibt am besten dran. Ich zeige euch jetzt hier in meinem kommenden Video, welche Trainingsmaterialien für euch wirklich wichtig sind, was sich lohnt zu kaufen, was ihr euch auf jeden Fall anschaffen solltet und was es zu beachten gibt. Dieses Video soll der Start zu einer Videoserie sein. Und heute starten wir mit dem ersten Thema, nämlich den Tennisbällen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Kanal. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Drück auf die Glocke und dann verpasst du kein Video mehr von mir. Ja, ich habe das schon zu Beginn erwähnt. Dieses Video ist vor allen Dingen für dich interessant, wenn du Trainer bist, wenn du dich als Trainer selbstständig machen möchtest, wenn du mit dem Tennistraining anfangen möchtest, wenn du eine Schule oder ein Verein bist und ihr euch die Frage stellt, was brauche ich eigentlich von dem ganzen Zeug hier, was hier im Hintergrund steht. Alle Sachen, die ich euch hier vorstelle, könnt ihr natürlich käuflich erwerben. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung hier unten unter dem Video. Dort verlinke ich euch einige Produkte, die ihr hier finden könnt. Ansonsten sage ich auch gleich immer noch mal was zu Bezugsquellen und natürlich den Preis. So, ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, damit ihr euch auf das fokussieren könnt, um was es jetzt geht. Nämlich Tennisbälle. Bei den Tennisbällen ist es ganz wichtig, dass ihr für euer Tennistraining oder ihr als Verein unterschiedliche Bälle habt. 2007 hat nämlich die ITF das sogenannte Play-and-Stay-Konzept entwickelt. Und beim Play-and-Stay-Konzept geht es eigentlich darum, dass man je nach Alter, je nach Spielfähigkeit auch unterschiedliche Bälle und unterschiedliche Distanzen spielt. Das heißt, kleine Kinder haben größere und langsamere Bälle, fortgeschrittenere Kinder haben entsprechend schon schnellere Bälle und spielen schon auf größere Entfernung und eben Erwachsene oder eben schon ältere Kinder, die im Prinzip schon etwas weiter sind, spielen dann schon entsprechend mit noch druckreduzierten oder schon dann mit den normalen Bällen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch an dieses Konzept haltet. Ich sehe ganz häufig den Vater, der mit seinem Sohn, seinem 6-jährigen Sohn auf den Platz geht und dann versucht, mit ihm Tennis zu spielen und dabei hier die harten Bälle benutzt. Das ist natürlich völliger Nonsens. Das Kind wird noch nicht in der Lage sein, diese Bälle zu verarbeiten, wenn es gerade erst angefangen hat zum Tennisspielen. Die sind viel zu schnell, springen teilweise über das Kind drüber und damit macht ihr im Prinzip euch keine Freunde, beziehungsweise es macht keinen Sinn, so Tennis zu spielen. Wir brauchen bei Anfängerkindern den langsamsten Ball. Jemand, der ins Training reinschnuppert, das erste Mal Tennis spielt und eben entsprechend jung ist, sollte nach Möglichkeit mit der sogenannten Stage 3 anfangen. Stage 3, das sind hier diese großen roten Bälle, die sehr druckreduziert sind und ja, vielleicht sieht man es ein bisschen, ja, wenn ich den schon nicht auftippe, dann springt er entsprechend noch gar nicht so hoch. Ja? Und das heißt, der Ball springt entsprechend nicht so hoch ab, ist langsam und diesen Ball können dann natürlich die Kids viel besser verarbeiten. Wer so einen Ball jetzt noch nicht hat, das wäre auch eine Vorstufe, das ist der allgemeine Softball. Der ist jetzt nicht in dem Play and Stay im Prinzip aufgezählt, aber macht sicherlich auch Sinn, sich so etwas mal anzuschaffen. Das ist sicherlich noch ein bisschen was anderes, noch etwas langsamer und damit kann durchaus auch mal angefangen werden, die ersten Kontakte mit Ball und Schläger für das Kind zu versuchen. Gespielt wird dieser Stage 3 Ball bis in die U8, also im Kleinfeld. So, wir haben gesagt, Stage 3 ist zum Erlernen der Fertigkeiten. Wer schon etwas fortgeschrittener ist und dieser Ball kommt dann in der U9 zum Einsatz, das ist der orangene Stage 2 Ball. Dieser Stage 2 Ball unterscheidet sich, und das seht ihr hier vielleicht ganz gut, in der Größe. Im Gegensatz zum Stage 3 ist der Stage 2 etwas kleiner und auch in dem Druck. Ja? Also wenn man hier sieht, der Stage 3 Ball ist deutlich druckreduzierter noch als hier der Stage 2 Ball. Und das heißt natürlich auch hier im Absprungverhalten, da sieht man schon, der springt schon deutlich höher. Ja? Also mit der gleichen Kraft würde der Ball jetzt nochmal 30, 40 cm höher springen. Und wie gesagt,
dieser Ball kommt dann bis in die U9 zum Einsatz. Anschließend geht es dann weiter mit der Stage 1. Das sind diese Bälle hier, die ich hier habe. Und diese Bälle werden auch Green Stage genannt. Also die haben immer ein Erkennungsmerkmal grüner Punkt oder die Schrift hier ist grün. Das sieht man jetzt hier. Das sind jetzt Bälle, glaube ich, von Balls Unlimited, genau. Und ja, diese Bälle sind natürlich nochmal ein bisschen weniger druckreduziert als jetzt die Stage 2 und springen auch schon entsprechend hoch ab, fast so schon wie der normale Tennisball, aber eben etwas langsamer. Und diesen Ball kann ich euch wirklich auch empfehlen für Erwachsene. Das muss nicht nur für Kinder sein. Der wird gespielt in der U10, auch im Großfeld. Aber ich benutze ihn auch durchaus für Erwachsene in meinem Tennistraining, die noch nicht so sicher sind mit der Technik, dass einfach das Spiel nicht zu schnell wird. Ja? Also mit den Bällen ist es, also mit dem Vergleich zu den normalen Bällen, ist es dann doch nochmal ein erheblicher Unterschied. Und zum Techniklernen oder wenn ich sehe, dass auch Erwachsene noch nicht so ganz klarkommen mit dem zeitlichen Ablauf, mit dem Timing, nutze ich durchaus auch mal die Stage 1 Bälle für mein Erwachsenentraining. Kostenpunkt für Stage 1, 2 und 3 ist ungefähr gleich, die geben sich da nicht viel. Kostenpunkt pro Ball 1,25 Euro, 1,30 Euro. Also 60 Stück müsst ihr so ca. 70 bis 75 Euro rechnen. Kommen wir jetzt zu den normalen Bällen. Normale Bälle hier, das sind die normalen Trainerbälle, die Erwachsenenbälle. Und hier spiele ich ganz gerne, und das ist meine Empfehlung von euch, entweder zwei unterschiedliche Ballsorten, die kommen bei mir im Training zum Einsatz. Natürlich gibt es auch noch weitere Marken und die Geschmäcker sind da sehr verschieden. Ich kann euch aber empfehlen, einmal hier den Head No. 1 Trainer. Das ist wirklich ein sehr langlebiger Ball, ein super Absprungverhalten, finde ich. Und ja, Kostenpunkt hier für 4 Stück, glaube ich, ca. 6 Euro. Wie gesagt, alle Bezugsquellen auch unter dem Video. Und was ich euch noch ans Herz legen kann, ist auf jeden Fall der Tennis Point Premium Ball. Der Tennis Point Premium Ball hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich würde ihn allerdings nicht jetzt dem Head No. 1 vorziehen. Der Head No. 1 ist noch mal ein bisschen langlebiger, aber prinzipiell geben sich die beiden Bälle nicht wirklich viel. Wie gesagt, beim Thema Bälle gehen die Meinungen immer ein bisschen auseinander. Ich spiele in erster Linie Head und Tennis Point Eigenmarke und bin damit sehr zufrieden. Und ihr könnt es gerne einfach mal ausprobieren. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wie viele Tennisbälle brauche ich denn jetzt für den Start in mein Tennistraining? Schaut uns mal die Körbe hier an. Da hat natürlich auch einen Hintergrund mit den Ballkörben. Also hier in diesen Korb passen ca. 70 bis 80 Bälle. 80 wird schon viel, da stapeln die das schon hinterher übereinander. Der Korb ist ein bisschen größer, hier passen ein bisschen mehr rein. Bei der Stage 3 muss man sicherlich berücksichtigen, hier die Bälle sind etwas größer, also nehmen sie auch mehr Platz im Korb weg. Ich würde sagen, ein gesundes Maß sind immer 60 bis 70 Bälle. Bei den Stage-Bällen, Stage 3, 2, 1, kann ich euch ein bisschen beruhigen. Die sind etwas langlebiger. Dadurch, dass sie drucklos sind, halten die auch länger. Also ihr müsst hier nicht von ausgehen, dass ihr jetzt als Trainer und ihr startet, ihr müsst jetzt hier jede 3 Monate, 4 Monate natürlich neue Bälle kaufen. Das ist nicht der Fall. Diese Stage-Bälle, die halten sehr lang und ich sag mal, den habe ich jetzt mit Sicherheit 2 bis 3 Saisons im Einsatz und die sind immer noch top. Es kommt natürlich darauf an, auch wie stark ihr sie beansprucht, also wie viele Stunden gebt ihr mit diesen Bällen Training. Aber dadurch, dass sie natürlich auch relativ geringe Beanspruchung haben, die sind ja auch für Kinder, halten die wirklich und halten. Also da braucht ihr euch nicht Sorgen machen, dass ihr ständig neue Bälle kaufen müsst, die halten relativ lange. Anders sieht es ein bisschen hier natürlich bei den normalen Tennisbällen aus. Ich hatte euch ja Empfehlungen gegeben für langlebige Tennisbälle. Ich gebe euch mal so eine grobe Richtung. Wenn ihr so 20 Stunden in der Woche Tennistraining gebt und davon sind jetzt vielleicht 16 bis 14 Stunden mit diesen Bällen, dann solltet ihr schon nach der Hälfte der Saison die Bälle tauschen, spätestens. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, ja, wie sie beansprucht werden und jeder Trainer ist da so ein bisschen verschieden. Aber ich sag mal so, die normalen Erwachsenenbälle, wenn ihr so 15 Stunden in der Woche gebt, dann sollten die schon dann nach der Hälfte spätestens getauscht werden. Die Head und die Tennis Point, das ist meine Erfahrung, die halten jedenfalls so lange. Da beschwert sich bei mir keiner am Ende der Saison, dass sie immer schlechte Bälle hatten. Also
Das ist meine Empfehlung für euch, auch zum Thema Langlebigkeit und wie viele brauche ich. So, das waren jetzt einige Informationen zum Thema Tennisbälle. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Sicherlich für die Leute, die schon länger Tennistraining geben, ist das jetzt nichts Neues gewesen. Aber wie gesagt, wenn du dich als Tennistrainer selbstständig machen möchtest, wenn du mit Tennistraining anfangen möchtest, Schule, Verein, dann war das sicherlich ganz informativ für euch. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Trainingsmaterial. Dann geht es um die Tennisschläger. Also seid gespannt. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, schreibt es mir in die Comments. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal, euer Martin.